Hallo liebe Nähfreunde, heute nähe ich mit euch eine schicke Umhängetasche. Eine kleine, feine Variante in zurückhaltender Optik und hochwertiger Verarbeitung. Ihr könnt sie in dieser praktischen Ausgehgröße oder als Shopper mit noch mehr Stauraum für den Alltag nähen. Und bevor ich euch weitere Details zeige, abonniert noch meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, um immer sofort zu erfahren, wenn hier ein neues Nähvideo online geht. Also bis gleich! Für dieses Taschennähprojekt haben wir 2 Schnittmuster. Ihr findet sie unter diesem Link. Die kleine Variante ist super für Ausflüge und zum Ausgehen mit Platz für eine Trinkflasche, ein Buch, ein Portemonnaie und andere Kleinigkeiten. Die Shopper-Version im Hochformat hat diesen zusätzlich eingesetzten Streifen und eine etwas größere Öffnung. Hier passt auch ein Laptop rein. Beide Taschengrößen haben jeweils mittig diese dekorative Teilungsnaht und seitlich keine Nähte, sodass hier wunderbar auch Träger mit Nieten befestigt werden können. Für einen cleanen Look ist die obere Kante flach gesteppt. Der innenliegende Reißverschluss ist mit seitlichen Streifen eingearbeitet. Das Innenleben eurer Tasche könnt ihr nach Belieben mit Fächern und einem Reißverschlussfach gestalten, damit Handy und Co. ihren festen Platz bekommen. Der verstellbare Taschenträger mit Karabinern kann abgenommen und beispielsweise gegen eine kurze Variante ausgetauscht werden. Ich nähe jetzt mit euch die kleine Taschenvariante aus Kunstleder mit einem Baumwollfutter und habe hier die Schnittteile schon einmal vorbereitet. Wir benötigen 2 Außenteile, den Boden, 2 Belege für die Innenseite und 2 Streifen für den Reißverschluss. Alternativ zum Kunstleder könnt ihr Canvas, Velour oder auch Oilskin für eure Außentasche verwenden. Für das Innenleben der Tasche habe ich folgende Teile aus Baumwollstoff zugeschnitten: 2 Futterteile, den Boden, 2 Streifen für den Reißverschluss sowie jeweils ein Rechteck für die Reißverschlusstasche und das aufgenähte Innenfach. Weiterhin brauchen wir folgende Zutaten: einen Endlosreißverschluss mit Zipper für die Taschenöffnung sowie für das optionale Reißverschlussfach, 2 D-Ringe und Karabiner sowie den Versteller für den Taschenträger und, wenn ihr mögt, Nieten oder Buchschrauben. Zur Verstärkung des gesteppten Taschenbodens benötigen wir außerdem dieses etwas kleinere Bodenteil aus Style-Wheel. Für den Taschenträger könnt ihr so eine vorgefertigte Variante verwenden oder ihr stellt diesen selber aus Kunstleder her und alternativ könnt ihr natürlich auch Gurtband oder Spaltlederriemen verwenden. Wir beginnen jetzt und nähen zuerst die beiden Außenteile rechts auf rechts an einer Seite zusammen. Dafür habe ich sie hier schon mit Klammern fixiert. Die Nahtzugabe beträgt 1 cm und für das Kunstleder habe ich die Stichlänge leicht erhöht. Weitere Tipps und Tricks zum Nähen beschichteter Materialien findet ihr auch auf unserer Webseite. Wenn ihr ein Material verwendet, das sich bügeln lässt, könnt ihr anschließend die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Hier bei dem Kunstleder drücke ich sie einfach flach und steppe nun die Naht von rechts beidseitig jeweils 5 mm breit ab. Und jetzt noch auf der anderen Seite.
Und so sieht die abgesteppte Naht jetzt aus. Auf die gleiche Weise nähen wir jetzt beide Außenteile auch auf der zweiten Seite zusammen. Das sieht so aus. Und steppen auch hier die Naht beidseitig ab. Dieses Mal ist es ein klein wenig kniffliger, weil wir in der Röhre nähen. Und jetzt wieder alles zurechtlegen und auf der anderen Seite zurück. Und so sehen die zusammengenähten, abgesteppten Außenteile aus. Weiter geht es mit dem Bodenteil. Verstärkt und fertig gesteppt sieht es so aus. Zum Anzeichnen der Stepplinien habe ich hier bereits mit Kreide die Mittellinien markiert. Mit einem Geodreieck zeichne ich nun am Mittelpunkt die Diagonalen im 45-Grad-Winkel an. Und dann jeweils 3 cm parallel dazu weitere Linien. Auf diese Weise könnt ihr alle Stepplinien anzeichnen oder aber ihr bereitet aus Pappe eine 3 cm breite Schablone vor, die ihr dann beim Nähen als Abstandshalter verwendet. Auf die Rückseite des Kunstlederteils wird jetzt mittig das etwas kleinere Style Wheel platziert. Zum Fixieren verwende ich kleine Stücken Wonder Tape. Ich habe diese in den Bereichen aufgeklebt, in denen nicht genäht wird. Alternativ eignen sich auch diese großen Klammern, um den Schaumstoff festzuhalten. Und nun steppen wir entlang der aufgezeichneten Linien. Ich beginne jetzt mittig mit der ersten Stepplinie. Wenn ihr mit der Schablone arbeitet, ist diese gleichzeitig hilfreich, um den Stofftransport zu verbessern. Jetzt nähe ich die anderen Diagonalen und beginne auch hier wieder mittig. Und so sieht das fertig gesteppte Bodenteil aus. Das kleinere Style Wheel bewirkt, dass die folgende Naht jetzt nicht zu wulstig wird. Als nächstes stecken wir das vorbereitete und gewendete Taschenaußenteil rechts auf rechts am Boden fest. Wenn ihr euch für den Chopper entschieden habt, dann wird hier zuvor noch das zu einem Ring geschlossene Unterteil angenäht. Hierbei treffen die abgesteppten Nähte an die Seiten. Die Nahtzugabe wird nach unten gelegt und von rechts knappkantig abgesteppt. Bis auf diese Arbeitsschritte wird die Chopper-Variante dann ganz genauso weitergenäht wie jetzt die kleine Umhängetasche. Hier wird nun das Taschenteil am Boden festgesteckt, wobei die Nähte auf die mittigen Markierungen an den Längskanten und die Knipse des Taschenteils auf die Mitte-Knipsmarkierung an den kurzen Kanten treffen.
An den geraden Bereichen stecke ich weitere Klammern. Und hier an der Rundung schneide ich das Taschenteil in gleichmäßigen Abständen etwa 7 mm breit ein, um auch dieses hier schön an der Rundung feststecken zu können. Wenn das rundherum getan ist, können wir nun das Taschenteil annähen. Das Taschenteil liegt jetzt beim Annähen oben. Und hier an den Kurven rücke ich es nochmal zurecht, sodass sich hier keine Falten bilden. Wenn der Taschenboden angenäht ist, können wir an den Rundungen die Nahtzugabe etwas kürzen. Der gewendete Taschenbeutel sieht jetzt so aus. Als nächstes fixieren wir die D-Ringe am Taschenteil. Ich verwende dafür vorgefertigtes Gurtband. Ihr könnt dieses aber auch selber aus eurem Kunstleder herstellen. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Nähvideo. Wenn ihr stattdessen einen Echtlederriemen bzw. Spaltlederriemen verwendet, welcher ganz zum Schluss angenietet wird, dann fällt dieser Schritt jetzt weg. Ich fädle jeweils einen D-Ring auf ein Gurtbandstück auf, positioniere dieses mittig auf dem seitlichen Knips, sodass die Bruchkante einen Abstand von 2,5 cm zur Taschenkante hat. Dann wird das Gurtband mit 0,7 cm Nahtzugabe fixiert. Beide D-Ringe sind jetzt fixiert. Die Gurtbänder sind bewusst etwas länger, weil ich hier später noch Nieten befestigen möchte. Als nächstes kommt der Beleg an die Taschenöffnung. Dafür habe ich die beiden Streifen, genau wie die Außentasche, schon zusammengenäht. Und zwar rechts auf rechts mit 1 cm Nahtzugabe und dann die Nähte beidseitig abgesteppt. Dieser Ring wird jetzt rechts auf rechts anhand der Knipse an der Öffnung festgesteckt. Wobei die Nähte jeweils neben den Gurtbandschlaufen liegen. Und jetzt wird der Beleg angenäht.
Anschließend klappen wir den Beleg nach oben, legen auch die Nahtzugabe nach oben in den Beleg und steppen sie von rechts 3 mm neben der ersten Naht flach. Lasst euch ruhig Zeit für diese Naht und drückt zwischendurch alles immer wieder schön glatt. Das Flachsteppen sorgt jetzt dafür, dass ich hier eine richtig schön saubere Kante erhalte, wenn ich den Beleg nach innen klappe. Jetzt seht ihr vielleicht auch, warum die Nähte am Beleg leicht versetzt sind. Erstens wird dann die Stelle am Gurtband nicht noch dicker und zweitens müssen wir hier diese Mittelnaht nicht genau treffen. Im nächsten Schritt bereiten wir den Reißverschluss mit den Seitenteilen vor. Dafür habe ich hier bereits mit diesem praktischen Tool den Zipper auf den Endlosreißverschluss aufgefädelt. Jetzt lege ich den Reißverschluss rechts auf einem Außenstoffstreifen an, wobei der Anfang hier etwas übersteht und der Stoffstreifen hier am Ende 1 cm umgeklappt wird. Den festgesteckten Reißverschluss nähe ich mit einem Kantennähfuß an. Ich beginne mit der Naht 1 cm unterhalb der Stoffkante und habe die Nadelposition so eingestellt, dass die Nahtzugabe ebenfalls 1 cm beträgt. Jetzt öffne ich den Reißverschluss und klappe das Band schräg um und fixiere es mit ein paar Stichen vor und zurück. Und so sieht der angenähte Reißverschluss aus. Jetzt lege ich das Futterteil rechts auf rechts darüber, klappe auch hier das Ende 1 cm um, sodass die Kante hier mit dem Außenstoff bündig ist. Ich wende das Teil, stecke den Futterstoff mit Klammern fest und nähe ihn auf der ersten Naht an. Diesmal liegt das Kunstleder oben und ich beginne am unteren Ende. Am Reißverschlussanfang nähe ich um die Ecke.
Und so sieht das jetzt aus. Jetzt schneide ich hier an der Ecke vorsichtig die Nahtzugabe und auch das Reißverschlussband schräg ab. Und wende den Streifen. Ich streiche alles glatt, stecke hier die Lagen mit Klammern zusammen . Und jetzt wird diese Kante hier knappkantig abgesteppt. Hier an der Ecke lasse ich die Nadel im Stoff stecken und lege unter den hinteren Teil des Nähfußes ein gefaltetes Stück Stoff, damit der Stofftransport leichter gelingt. Achtet hier darauf, dass die umgeschlagenen Streifenenden bündig aufeinander liegen und ihr auch den Futterstoff mitnäht. Somit ist jetzt die eine Reißverschlusshälfte fertig und wir nähen die anderen beiden Streifen auf der anderen Seite ganz genauso an. Zuerst also den Oberstoff bzw. das Kunstleder. Achtet hierbei darauf, dass das umgeschlagene Ende bündig ist zum anderen Streifen. Dann wird der Futterstreifen angenäht. Das Ganze umgestülpt und hier sollte dann der Reißverschlussanfang auf einer Höhe sein. Zuletzt werden auch hier beide Teile knappkantig abgesteppt. Am überstehenden Reißverschlussende könnt ihr nun so ein Zipper-Endstück mit kleinen Schräubchen befestigen oder ihr näht ein Stück Kunstleder an. Zuerst auf der Rückseite . Dann wird es umgeschlagen und auf der rechten Seite festgesteppt. Das vorbereitete Reißverschlussteil nähen wir jetzt an die oberen Kanten der Außentasche. Dafür stecke ich zuerst die eine Seite rechts auf rechts mittig am Knips fest . Öffne dann den Reißverschluss und stecke auch die zweite Hälfte an der anderen Seite wieder rechts auf rechts mittig anhand des Knipses fest. Dann werden beide Seiten mit 0,7 cm Nahtzugabe fixiert. Da dies Hilfsnähte sind, müsst ihr sie nicht unbedingt verriegeln. Und nun die andere Seite. Wenn das getan ist, geht es mit dem Taschenfutter weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Futterteile zuvor mit praktischen Innenfächern ausstatten. Die Anleitung für dieses aufgenähte Fach seht ihr in diesem Nähvideo.
In das andere Teil könnt ihr beispielsweise auch eine Reißverschlusstasche einnähen. Wie die genäht wird, seht ihr in diesem Nähvideo. Die vorbereiteten Futterteile werden jetzt rechts auf rechts an beiden Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht, wobei an einer Seite eine Wendeöffnung von etwa 14 cm gelassen wird. Und das sieht dann so aus. Das Futterteil wird nun rechts auf rechts über die Außentasche gestülpt . Wobei ich hier bei dem Reißverschlussfach darauf achte, dass es sich in die gleiche Richtung schließen lässt wie die Außentasche. Die Nähte sind hierbei an den Seiten, also bei den Gurtbändern. Jetzt stecke ich alles rundherum fest. Wenn das getan ist, nähen wir die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Und so sieht das angenähte Futterteil aus, wenn ich es herumgestülpt habe. Jetzt legen wir die Nahtzugabe im Inneren nach oben in Richtung Beleg. Dadurch klappt der Reißverschlussstreifen automatisch wie gewünscht in Richtung Futter. Jetzt steppen wir die Nahtzugabe von rechts knappkantig auf dem Beleg rundherum flach. Für diese Naht ist es jetzt praktisch, wenn ihr die Freiarmfunktion eurer Nähmaschine nutzt. Mit der rechten Hand greife ich in den Taschenbeutel hinein und lege eben die Nahtzugabe immer in Richtung Beleg. Und so sieht diese Absteppung jetzt aus. Anschließend wird der Taschenbeutel auf links gewendet, das Futterbodenteil festgesteckt und genauso angenäht wie das Außenbodenteil. Auch hier sind die kleinen Einschnitte an den Rundungen hilfreich. Jetzt sieht unsere Tasche so aus und wir können sie durch die Öffnung wenden.
An der Wendeöffnung werden die 1 cm Nahtzugaben nach innen geklappt und beide Kanten zusammengesteppt. Und so sieht jetzt unsere Tasche aus, wenn das Futter hineingesteckt ist. Jetzt fehlt noch der Taschenträger. Ich verwende hierfür einen aus Kunstleder vorgefertigten und habe hier bereits die 2 Karabiner und den Versteller aufgefädelt. Wenn ihr dies noch mal genauer sehen wollt, ebenso wie ihr aus Kunstleder einen Träger selber nähen könnt, dann schaut euch dieses Nähvideo an. Die eingeschlagenen Enden könnt ihr entweder festnähen oder vernieten. So mache ich es jetzt. Wenn ihr sogenannte Hohlnieten kauft, dann ist meist das passende Werkzeug sowie solche Scheiben mit dabei, sodass ihr nur noch einen Hammer braucht, um sie zu befestigen. Wichtig ist, dass die Länge zu eurer Materialdicke passt. Diese Nieten sind beispielsweise für eine Stärke von 4 bis 6 mm ausreichend. Zuerst wird mit dem Werkzeug ein Loch gestanzt, dann wird die Niete hineingesteckt und das Rückteil aufgesetzt und das Ganze mit einem Hammer vernietet. Und so sieht dann mein Gurtband mit Nieten aus. Auch in meiner Tasche habe ich seitlich Nieten eingesetzt. Einerseits für einen besseren Halt und andererseits auch als Verzierung. Wenn ihr euch für Spaltlederriemen entschieden habt, dann werden ganz am Ende hier seitlich diese kurzen Stücken mit D-Ringen angenietet und daran der Träger befestigt. Und zusätzlich könnt ihr noch solche Henkel befestigen. Und damit habe ich jetzt wieder eine neue, selbstgenähte Tasche für meine Sammlung. Wenn ihr noch mehr Lust auf große und kleine Taschen habt, dann klickt euch gerne mal durch meine Playlist hier im Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen und freue mich über einen Kommentar und wenn ihr mir einen Daumen hoch dalasst. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.